Gamescom 2014. Die weltgrößte Videospielmesse faszinierte wieder einmal die Massen. Und war zum ersten Mal auch Austragungsort des InnoGames Gamescom Game Jam 2014. Es ist ein Experiment. Wir haben das noch nie auf der Gamescom gemacht, wir haben das schon ganz oft zu Hause gemacht und wollten mal gucken, wie das ankommt, wie die Reaktionen sind, und bis jetzt ist es sehr positiv. 3 Teams, 12 Spieleentwickler, Designer und Kreative und nur 96 Stunden Zeit. Wie bei jedem Game Jam gibt es auch diesmal ein Thema. Childhood Games, also ein Spielethema aus der Kindheit. Das Einzige, was wir ihnen auf den Weg gegeben haben, ist ein Theme, und das ist Childhood Games in die Richtung von Fangenspielen und Versteckespielen aus der Kindheit. Und das ist das Einzige. Der Rest ist den Teams überlassen. Erster Messetag, Punkt 14 Uhr. Es geht los. Die Aufgabestellung ist bekannt. Jetzt heißt es für Team Grün, Blau und Rot brainstormen und eine passende Spielidee entwickeln. Wir wollen ein Burgenspiel bauen, weil wir uns gedacht haben, okay, wir haben früher alle gerne mit Burgen gespielt, sei es nun Playmobil oder irgendwie eine Sandburg. Und uns ist wichtig, dass wir irgendwie Teile haben, die wir irgendwo platzieren können, und dann kommt die böse Schwester, die irgendwie mit Playmobil-Autos oder anderen Figuren unsere Burg jetzt angreift. Und wir steuern ein kleines Männchen, wo wir eben unsere Burg dann wieder aufbauen oder verbessern und vergrößern und so dann hoffentlich die Angriffswellen der Schwester überstehen. Wir hatten so das Thema Mutproben, und es geht im Wesentlichen um eine Gruppe aus Kindern, die ganz klischeebehaftet vor einem alten Haus stehen, Fußball spielen, und leider landet der Ball in einem Fenster und die mussten jetzt in dieses Haus gehen und den Ball zurückkriegen. Wir haben jetzt mehrere Ideen grob entwickelt, haben uns jetzt auf eine geeinigt, die uns allen sinnvoll erscheint, auch in der Zeit zu bewältigen. Und wenn wir das genau besprochen haben, dann werden wir anfangen, langsam mit den Grafiken zu produzieren, und die Programmierer werden anfangen, eben das Grundlegende irgendwie aufzusetzen, und so werden wir dann Schritt für Schritt das weiterentwickeln. Die Zeit läuft in Halle 10.1 für die jungen Spieleentwickler. Und schon nach den ersten Stunden fleißiger Arbeit wird klar, was der Game Jam diesmal tatsächlich auch bedeutet. Denn direkt nebenan zocken die Let's Player von Pete Smith vor den Augen ihrer zahlreichen Fans. Es ist schon extrem laut, es hat so ein bisschen was von Disco-Stimmung. Es ist schon ein anderer Stressfaktor, als wenn man jetzt irgendwie in einem Büro arbeitet, aber es ist natürlich auch mal eine Herausforderung, unter solchen Bedingungen ein Spiel zu entwickeln, und eigentlich gewöhnt man sich auch dran. Also man fängt das an, dann so mit der Zeit auszublenden. Also ohne Oropax und nochmal Kopfhörer geht hier auch gar nichts. Man kann sich hier auch nicht unterhalten. Wir texten eigentlich nur noch über einen Instant Messenger, selbst wenn wir hier nebeneinander sitzen. Und trotzdem, allen Teilnehmern macht die besondere Umgebung und Messeatmosphäre Spaß, und die Spiele entwickeln sich erstaunlich schnell weiter. Hoher Besuch am InnoGames Stand. Dorothee Bär, die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, informiert sich. Die nächsten Alpha-Versionen flackern auf den Bildschirmen. Immer wieder wird an den Games gefeilt und ausgiebig getestet. Die Gamephysik muss natürlich stimmen. Das Besondere am Game Jam auf der Messe: die interessierten Zuschauer können sogar Probe zocken. Auch wenn das Spiel noch nicht fertig ist. Das gab's noch nie. Ja, es ist auf jeden Fall herausfordernd, und was ich auch stark finde, man sieht teilweise, also ich denke, das wird morgen und übermorgen auch noch krasser sein, wenn unsere Spiele ja fast fertig sind, dass man gleich die Reaktionen von wildfremden Leuten sieht auf das Spiel, und dass man vielleicht auch ein bisschen zuschauen kann, wie dann Leute das Spiel spielen und ja, wie die das aufnehmen, einfach was man da geschaffen hat. Ja, das ist schon interessant zu sehen, also auch die Reaktion der Leute mal so zu beobachten. Aber es ist halt auch gemischt, ne? Also einige sagen so, oh cool, aber es ist halt auch schade zu sehen, wenn jemand vorbeigeht und sagt, oh, kapier ich nicht. Halbzeit beim Game Jam, noch 45 Stunden. Vom großen Stress kaum eine Spur. Alle Teams sind gut organisiert und im Zeitplan. Wir sind jetzt so weit, dass wir im Prinzip alle Features drin haben. Das heißt, jetzt werden noch jede Menge Assets ausgetauscht, also die finalen Hintergründe werden eingebaut, Gegenstände, ein paar Animationen noch und ein paar Bugs gefixt. Und die Menüs, die außen rum sind. Also das Spiel selber ist mehr oder weniger fertig. Jetzt kommt also noch sowas wie das Hauptmenü dazu und das Optionenmenü und alles, was halt die letzten 20% des Spiels ausmachen, die trotzdem noch mal halb so lange dauern wie alles andere. Die Grafiken bekommen liebevollen Feinschliff, die Spielfiguren ihren ganz eigenen Charakter. Die Spielewelten nehmen weiter Formen an, werden bunter und detailreicher.
Dann geht es auf die Zielgerade, der Finaltag. Die Spiele sind fast fertig. Ja, also wir haben so ziemlich alle Features drin, die wir drin haben wollten und eigentlich gestern Morgen schon und haben gestern den ganzen Tag noch Assets eingebaut, also Grafiken und Animationen, solche Sachen. Ja, und versuchen dann heute die letzten Fehler rauszubekommen und die Unschönheiten und vielleicht alles nochmal so ein bisschen schöner zu machen. Es ist jetzt halt nicht 100% bugfrei, das Spiel. Also, aber das habe ich, glaube ich, auch noch nie auf dem Game Jam erlebt, dass es keine kleinen Makel gab oder Bugs oder was auch immer. Aber es geht. Also. Die Versionen aller Teams sind schon jetzt fast final und die Zuschauer begeistert. Wahnsinn, also es ist jede Menge Aufwand und das ist total krass, das ist irgendwie, weiß nicht, man guckt ja von draußen immer nur auf so eine Blackbox und weiß gar nicht, was da alles so hintersteckt, aber es ist total heftig, dass einfach so spielbares Zeug rauskommt am Ende einer Woche, das ist heftig. Das ist sehr gut, finde ich, also dafür, dass es jetzt nicht so lange entwickelt wurde, ist schon ein ziemlich großes Level, irgendwie viel schon zu machen und zu tun. Finde ich sehr beeindruckend, irgendwie so in kurzer Zeit sowas schon auf die Beine zu stellen. Dann ist Schluss. Die 96 Stunden sind vorbei. 4, 3, 2, 1, Ende! Team Rot, Blau und Grün sind fertig geworden und haben tolle Arbeit geleistet. Das Team Blau holte am Ende den Sieg mit ihrem Spiel Treuhand. Wir haben halt eiskalt nach ungefähr 2 von den 4 Tagen nichts Neues mehr gemacht, sondern nur noch die Sachen, die schon da waren, einfach noch ein bisschen schöner gemacht und besser gemacht und so. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung auf jeden Fall. Erschöpft und glücklich, würde ich sagen. Der InnoGames Gamescom Game Jam 2014. Ein ganz besonderer seiner Art und mit Sicherheit nicht der letzte auf der weltgrößten Videospielmesse in Köln.